Was ist eine bipolare Persönlichkeitsstörung? Das Wort bipolar bedeutet 2 Extreme. Für die vielen Millionen weltweit, die an einer bipolaren Störung leiden, bewegt sich das Leben zwischen 2 verschiedenen Realitäten: Hochstimmung und Depression. Es gibt viele Varianten der bipolaren Störung und einige davon wollen wir uns ansehen. Typ 1 hat neben den Tiefs auch extreme Hochs, während Typ 2 kürzere, weniger extreme Phasen der Hochstimmung aufweist, die von langen Phasen der Depression unterbrochen werden. Für jemanden, der zwischen emotionalen Zuständen hin und her schwankt, kann die für ein gesundes Leben notwendige Balance unmöglich scheinen. Die extremen Hochs von Typ 1 werden als manische Episoden bezeichnet und können dazu führen, dass man sich gereizt bis unbesiegbar fühlt. Diese euphorischen Episoden gehen jedoch über gewöhnliche Freudengefühle hinaus und verursachen beunruhigende Symptome wie rasende Gedanken, Schlaflosigkeit, schnelles Sprechen, impulsives Handeln und riskantes Verhalten. Ohne Behandlung werden diese Episoden häufiger und intensiver und es dauert länger, bis sie abklingen. Die depressive Phase einer bipolaren Störung äußert sich auf vielfältige Weise: schlechte Stimmung, schwindendes Interesse an Hobbys, veränderter Appetit, das Gefühl, wertlos oder übermäßig schuldig zu sein, zu viel oder zu wenig Schlaf, Unruhe, Langsamkeit oder anhaltende Selbstmordgedanken. Weltweit leiden etwa 1-3% der Erwachsenen unter einer Vielzahl von Symptomen, die auf eine bipolare Störung hindeuten. Die meisten sind funktionsfähige Mitglieder der Gesellschaft und ihr Leben, ihre Entscheidungen und Beziehungen werden nicht durch die Störung bestimmt. Doch für viele sind die Folgen schwerwiegend. Die Krankheit kann die schulische und berufliche Leistung, Beziehungen sowie die finanzielle und persönliche Sicherheit beeinträchtigen. Was verursacht also eine bipolare Störung? Forscher glauben, Hauptursache ist die komplizierte Verdrahtung des Gehirns. Gesunde Gehirne haben starke Verbindungen zwischen den Neuronen, da das Gehirn sich ständig bemüht, sich selbst zu erneuern und ungenutzte oder fehlerhafte neuronale Verbindungen zu eliminieren. Dieser Prozess ist wichtig, weil unsere Nervenbahnen als Landkarte für alles dienen, was wir tun. Mithilfe funktioneller Magnetresonanztomographie haben Wissenschaftler herausgefunden, dass neuronales Pruning bei Menschen mit bipolarer Störung beeinträchtigt ist. Ihre Neuronen spielen also verrückt und bilden ein Netzwerk, in dem es unmöglich ist, sich zurechtzufinden. Da es nur verwirrende Signale als Orientierung gibt, entwickeln Menschen mit bipolarer Störung abnormale Gedanken- und Verhaltensweisen, auch psychotische Symptome, wie wirres Sprechen und Verhalten, Wahnvorstellungen, Paranoia und Halluzinationen können in extremen Phasen einer bipolaren Störung auftreten. Das wird auf die übermäßige Ausschüttung eines Neurotransmitters namens Dopamin zurückgeführt. Trotz dieser Erkenntnisse lässt sich die bipolare Störung nicht auf eine einzige Ursache zurückführen. In Wirklichkeit ist sie ein komplexes Problem. Zum Beispiel ist die Amygdala des Gehirns am Denken, am Langzeitgedächtnis und an der Gefühlsverarbeitung beteiligt. In dieser Gehirnregion können so diverse Faktoren wie Genetik und soziale Traumata zu Anomalien führen und die Symptome der bipolaren Störung auslösen. Die Erkrankung tritt meist in Familien auf. Daher wissen wir, dass die Genetik eine große Rolle spielt. Das heißt aber nicht, dass es ein einziges bipolares Gen gibt. Die Wahrscheinlichkeit, an einer bipolaren Störung zu erkranken, hängt vielmehr von den Wechselwirkungen zwischen den Genen ab, deren kompliziertes System wir immer noch zu verstehen versuchen. Die Ursachen sind komplex. Daher ist die Diagnose und das Leben mit einer bipolaren Störung schwierig. Trotzdem ist die Störung kontrollierbar. Medikamente wie Lithium können helfen, riskante Gedanken und Verhalten zu steuern, indem sie die Stimmung stabilisieren. Stimmungsstabilisierende Medikamente verringern die abnormale Gehirnaktivität und stärken so die lebensfähigen neuronalen Verbindungen. Andere häufig verwendete Medikamente sind Antipsychotika, die die Wirkung von Dopamin verändern. Als Notfallbehandlung wird manchmal Elektrokrampftherapie eingesetzt, die wie ein sorgfältig kontrollierter Krampfanfall im Gehirn wirkt. Einige bipolare Patienten lehnen eine Behandlung ab, weil sie befürchten, dass sie ihre Emotionen dämpft und ihre Kreativität zerstört. Aber die moderne Psychiatrie versucht aktiv, das zu vermeiden. Heute arbeiten Ärzte fallweise mit Patienten zusammen, um eine Kombination von Behandlungen und Therapien anzubieten, die es den Patienten ermöglicht, ihr volles Potenzial zu nutzen. Neben einer Behandlung können Menschen mit bipolarer Störung auch von einfachen Änderungen profitieren. Dazu gehören regelmäßige Bewegung
gute Schlafgewohnheiten, Abstinenz von Drogen und Alkohol und nicht zuletzt Akzeptanz und Empathie von Familie und Freunden. Denk daran, die bipolare Störung ist eine Krankheit, nicht die Schuld einer Person oder deren ganze Identität. Sie ist kontrollierbar, von innen durch eine Kombination medizinischer Behandlungen, von außen durch Freunde und Familie, die Akzeptanz und Verständnis fördern, und durch Menschen mit bipolarer Störung, die sich selbst befähigen, ein Gleichgewicht in ihrem Leben zu finden. TED-Ed hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst vielen Menschen kostenlos hochwertige Bildungsinhalte in möglichst vielen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Hilf mit, unsere gemeinnützige Mission zu unterstützen, indem du auf unserem Patreon spendest. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.